Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Bitcoin-Reihe. Heute geht es erstmal um die Opcodes von Script. Ihr seht hier, ich bin auf dem Wiki von Bitcoin. Das findet ihr unter en ist die Sprache .bitcoin.it/wiki/script. Und hier haben wir die Opcodes. Warum tue ich euch jetzt hier diese Opcodes auf der Website zeigen? Erstens mal könnt ihr dann selber direkt nachgucken, wisst, wo ihr alles findet. Und das zweite ist, manche dieser Opcodes sind hier als disabled markiert. Und das kann sich immer mal wieder ändern. Das heißt, manchmal werden jetzt wahrscheinlich noch einige dieser Opcodes einfach disabled, weil damit irgendein Angriff möglich ist oder sowas. Und dann streicht man die einfach aus dem Befehlssatz raus. Das heißt, die werden ignoriert. Das kann sich mit jedem Update ändern, deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, dass ihr hier zwar wisst, was diese einzelnen Opcodes tun, aber dass ihr auch wisst, wo ihr nachgucken könnt, ob ihr die Opcodes überhaupt noch benutzen dürft. Weil, ja, wer weiß, was im nächsten Update passiert, das kann sozusagen eigentlich niemand sagen. So, okay, was ist jetzt das hier erstmal? Das hier sind die Konstanten, das heißt, hier wird alles mit Konstanten gemacht. Wir haben hier mehrere Möglichkeiten, Push-Data kennen wir schon. Jetzt haben wir hier allerdings noch eine Kleinigkeit hier, und zwar Opcode, hier steht das Word und hier steht Hex und hier Input und Output. So, was genau soll das jetzt hier bedeuten? Naja, das bedeutet erstmal hier, das könnt ihr zwar angeben, wenn ihr die menschenleserliche Variante benutzt, aber wenn es dann wirklich auf der Blockchain steht, dann müsst ihr das Ganze in Hexadezimal angeben. Und dann sieht das Ganze natürlich nicht mehr menschenleserlich aus und kann aber trotzdem wieder zurück operiert werden sozusagen. Das heißt, man kann es jederzeit hin und her konvertieren. Und da gibt es auch wirklich gute Webseiten, die das für euch machen oder gute Libraries auch, die das für euch machen. Das heißt, hier müsst ihr euch nicht irgendwie abmühen. Aber ihr könnt im Code sozusagen das hier verwenden, müsst es dann aber konvertieren, wenn es auf der eigentlichen Blockchain landen soll. Okay. Ja gut, also ich meine, ihr könnt selber lesen, ich will jetzt nicht hier durch jeden Befehl durchgehen, ihr kennt Push-Data schon, negate bedeutet einfach -1 wird auf den Stack geschrieben, ob 1 oder ob true wird einfach 1 auf den Stack geschrieben und so weiter und so fort und hier könnt ihr das selber auch noch mit Zahlen von 2 bis 16 machen. Also nicht wirklich irgendwas Spezielles. Es gibt sozusagen hier ein Nob, das ist einfach nichts zu tun, das kann man auch auf den Stack schreiben, hat manchmal Sinn, meistens eher nicht. If und not if gibt's, else und end if gibt's. Ja, gut, also all blocks must end, das sollte man vielleicht wissen. Es müssen alle Blöcke beendet werden, ansonsten ist die ganze Transaktion invalid. Das bedeutet, sie wird einfach direkt als ungültig abgestempelt. Dasselbe gilt für op verify. Das ist das, was wir bei equal verify auch benutzt haben. Das ist sozusagen ein equal und ein verify in einem. Sprich, ihr könnt hier sagen, okay, ich würde ganz gerne zwei Sachen oder ich würde ganz gerne gucken, ob ganz oben True steht. Wenn da eben nicht True steht, also wir nehmen als Input erstmal hier True oder False an. Wenn nicht True dasteht, dann, also False dasteht oder irgendwas anderes, dann wird einfach die ganze Transaktion als ungültig abgestempelt und ist nicht mehr möglich. Dann gibt es hier einen ganz speziellen Opcode, da werden wir vielleicht noch ein separates Video drüber machen, Op-Return. Op-Return geht immer raus, braucht keinen Input, das heißt, die Transaktion ist immer ungültig. Wenn ihr jetzt also Transaktionen oder eine Transaktion macht und als Locking-Script nur Op-Return macht oder ganz einfach ein If, das niemals auf wahr geht, dann habt ihr immer eine ungültige Transaktion, sprich die Bitcoin, die ihr dahin überwiesen habt an dieses Skript, die werden niemals wieder irgendwie benutzt werden können. Die sind einfach auf Dauer und sicher verloren, also zu 100%, wenn ihr einfach nur ein Op-Return habt. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, ein If drin habt und dieses If ist halt nur manchmal true und dann macht ihr halt in diesem If ein Op-Return, dann ist es nicht immer gesagt, dass die Transaktion ungültig ist, aber ja. Das Op-Return wird zum Beispiel auch von Op-Verify benutzt, deswegen, ja, solche Sachen zum Beispiel. Okay. Und dann gibt es hier einige interessante Sachen, die man mit dem Stack machen kann. Die will ich euch jetzt nicht vorlesen, da könnt ihr selber mal nachgucken. Wir kennen hier auch schon Drop oder Dub. Ne, Drop kennen wir noch nicht, aber Dub kennen wir. Dub nimmt einfach das Item, das oberste Stack-Item und macht 2 raus. Hier sehen wir es auch direkt am Input immer. X und raus kommt 2x. Und wir sehen hier auch Input x nothing. Das bedeutet, es entfernt einfach das oberste Item, das macht Drop. Dann sehen wir hier zum Beispiel Over. Das nimmt sich x1 und x2, also die beiden obersten Elemente,
und schreibt dann x1, x2, x1 rein und das kann man auch mit Pick zum Beispiel machen. Also es gibt halt solche verschiedenen Dinge hier, die man eben machen kann. Ja, manchmal sind die ganz interessant. Hier sind sehr, sehr viele disabled worden, weil damit wirklich auch ein paar Angriffe tatsächlich möglich waren. Bitwise-Logik wurde auch scheinbar was disabled, da weiß ich allerdings nicht wieso. Arithmetik kann man machen, das heißt, man kann 1 drauf addieren, man kann 1 subtrahieren, man kann was mit 2, man kann es nicht mehr tun, mit 2 multiplizieren oder durch 2 teilen. Ja, solche Sachen halt. Also man kann zum Beispiel auch multiplizieren, okay, das kann man nicht mehr machen, man konnte multiplizieren, man kann subtrahieren, man kann addieren, halt solche Sachen. Standard-Arithmetik eben, kann man hier einfach so nachgucken, was man eben schreiben muss und dann wird es gemacht. Dann natürlich die Krypto-Varianten, die braucht man, um eben die Adressen zu erstellen, beziehungsweise um Bitcoin-Adressen aus Public Keys zu machen. Hier haben wir eben die Möglichkeit, RipeMD 160 aufzurufen, SHA-1 aufzurufen, SHA-256 aufzurufen, Hash 160. Hash 160 bedeutet so viel wie erst machen wir SHA-256 und dann RipeMD 160, da wird eben dann die Adresse draus. Oder wir machen Hash 256, dann wird zweimal SHA-256 ausgeführt. Warum brauche ich da jetzt separate Opcodes? Ich könnte ja auch einfach hier schreiben SHA-256, dann RipeMD. Ganz einfach, damit die Operation bzw. damit das Skript kleiner wird. Das heißt, man spart sich vielleicht auch nur ein Byte oder auch nur ein halbes Byte oder, nee, es müsste ziemlich genau ein Byte sein. Und jedes Byte kostet euch ein paar Satoshi, wenn ihr euch an die Fees erinnert. Das heißt, je mehr Opcodes ihr in euer Skript reinschreibt, desto teurer wird das Ganze für euch. Und deswegen hat man sich gedacht, okay, solche Sachen werden häufig benutzt, die packe ich einfach mal direkt in 1 rein. Das heißt, wir müssen eben nur noch 0 Kreuz A9 eingeben und bekommen dann eben dafür 2 Opcodes sozusagen und müssen eben, ja, einmal weniger an Opcode angeben, sprich wir sparen insgesamt, keine Ahnung, 300 irgendwas Satoshi oder sowas aktuell. Okay, dann CheckSig hatten wir ja schon das letzte Mal besprochen. CheckSig Verify hatte ich letztes Mal schon erwähnt. Allerdings wird hierbei die Signatur erstmal überprüft, wie bei CheckSig. Und dann wird ein Op-Verify ausgeführt. Das ist auch quasi 2 Opcodes in einem, also CheckSig und Op-Verify und ein if ist auch noch dabei. Ja, selbes gilt hier mit Check Multisig und Check Multisig Verify. Hier werden wir allerdings noch separates Video machen. Das ist ziemlich geil, diese Check Multisignature. Das ist eine sehr, sehr mächtige Waffe. Locktime ist auch was wir noch separat machen werden. Da kann man eine Transaktion für eben zum Beispiel 50 Blöcke oder sowas einfach stilllegen. Das heißt, die kann da nicht in der Zeit fertig gemacht werden zum Beispiel. Das ist eigentlich auch ziemlich cool. Da kann man sehr, sehr viele Sachen damit machen. Zum Beispiel auch Lightning Networks oder sowas. Da werden wir uns auch noch mit beschäftigen. So, und dann interne Sachen, die dürft ihr nicht benutzen. Wenn die benutzt werden in einem wirklichen Skript, dann wird das Skript invalid. Das heißt, die hier auf keinen Fall benutzen. Die werden auch intern verwendet, auch nicht benutzen. Und dann sehen wir hier unten einige Examples. Das heißt, hier haben wir erstmal Skript, also erstmal das Locking-Script. Das ist das Locking-Script hier. Und dann haben wir hier unten das Unlocking-Script und dann evaluiert es eben zu True, wenn diese Signatur und der Public Key stimmen. Das hatten wir letztes Mal schon besprochen. Hier fehlt übrigens der Bodenstrich, fällt mir gerade so auf, oder wird mir einfach nur nicht angezeigt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man das Ganze natürlich dann, wie gesagt, auch umwandeln, einfach hexadezimal. Und so steht das dann auch wirklich auf der Blockchain. Cool. Und ja, hier könnt ihr natürlich euch dann noch mehrere Dinge angucken. Das wollen wir jetzt allerdings nicht machen, weil, ja, wir hatten das letzte Mal schon einiges angeguckt. Ein paar abschließende Worte allerdings noch. Und zwar, wenn ihr dieses Zeug hier jetzt alles gelesen habt, dann seid ihr auch wirklich durch. Mehr Befehle gibt es in Bitcoin aktuell zumindest nicht. Es können immer mal wieder neue dazukommen. Aber ja, es gibt keine neuen Befehle mehr. Also außer diesen hier eben. Und vielleicht durch ein Update. Aber ihr könnt jetzt hier nicht einfach anfangen mit while true oder sowas. Keine Ahnung, irgendwelche Schleifen zu schreiben. Nein, das geht tatsächlich nicht. Denn ja, Skript ist wie gesagt eine nicht Turing-vollständige Sprache und das mit voller Absicht. Wenn ihr was Turing-vollständiges braucht, dann müsst ihr zu anderen Kryptowährungen zurückgreifen, also sowas wie Ethereum oder Neo oder sowas. Die sind, soweit ich weiß, beide Turing-vollständig und damit könnt ihr dann einiges machen. Cool, die schauen wir uns natürlich auch noch an, keine Sorge, aber ja, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!